Wenn du dein Geld in ETFs wie den MSCI World oder FTSE All World investierst, die im Durchschnitt so 6-8% Rendite pro Jahr bringen, dann kannst du damit eigentlich wenig falsch machen. Ich selbst habe über 23.000 Euro in ETFs investiert und einige davon bespare ich auch weiterhin monatlich. Aber was, wenn ich dir sage, dass es eine Möglichkeit gibt, die Jahresrendite deines ETFs in nur 1-2 Monaten zu knacken und das mit mehr Spaß, aber ebenso nur wenigen Minuten Aufwand pro Monat? No way! Klingt spannend? Heute zeige ich dir, wie man mit Hilfe von KI echte Überrenditen schaffen kann und wie das Ganze genau funktioniert. Dann zeige ich dir, wie ich im Dezember schnelle 5% Rendite erwirtschaftet habe, während die größten ETFs und Indizes eher negative oder kaum Rendite gemacht haben. Dann verrate ich dir, auf welchen Broker ich umgestiegen bin, der einfach perfetto für das KI-Thema passt. Daher wird dieses Video ein paar Minuten länger sein, weil der Broker echt ein Gamechanger ist. Das heißt, wenn du die KI-gestützten Depots selbst testen möchtest, habe ich für dich eine ideale Lösung, die deine Gewinne gleich zum Start maximiert, also schön bis zum Ende bleiben. Und zum Schluss schauen wir uns natürlich die neuen 20 Titel an, die die schlaue KI uns für Januar vorgeschlagen hat. Und gleich vorab als Spoiler, ja, ich habe nach 3 Monaten die KI-Strategie gewechselt. An der Stelle sei so nett und unterstütze den Kanal mit einem Like und lass ein Abo da, um das Video auf YouTube besser zu verbreiten und gleichzeitig, um dich besser kennenzulernen, schreibe die Antwort auf diese Community-Frage als Kommentar. Am besten jetzt das Video pausieren, Kommentar schreiben, den YouTube-Algorithmus auf die Probe stellen und dann weiterschauen. Danke dir. Wie funktioniert das Ganze? Wenn du auf dem Kanal neu dabei bist, dann ganz kurz für dich. An jedem Monatsanfang gibt es ein Rebalancing. Das heißt, die schlaue KI sucht die besten 15 oder 20 Aktien aus, also die voraussichtlich in kürzester Zeit im Kurs steigen werden. Ich gehe dann zum Broker und kaufe diese Aktien für einen gleichen Betrag pro Aktie. Zum Beispiel 15 Aktien für je 250 Euro. Am nächsten Monatsanfang bewertet die KI die Aktien neu und sagt mir, welche Aktien bleiben und welche ausgetauscht werden sollen. Zum Beispiel wegen Gewinnmitnahmen oder weil es aktuell einfach eine bessere Aktie mit mehr Potenzial gibt. Ja, das war's auch schon. Dabei nutze ich die KI-Maschine von Investing Pro bzw. die ProPix KI. Alles, was ich machen muss, ist mich zwischen den vielen Strategien zu entscheiden. Naja, du denkst, das ist leicht? Nope. Aktuell gibt es über 80 KI-Strategien in 28 Märkten. Wenn du Heimweh hast, kannst du in die 20 besten deutschen Aktien mit dem höchsten Potenzial investieren. Oder in die 15 besten Industriewerte, die dieses Jahr um die 50% Rendite gemacht haben. Wahnsinn, oder? Und das, obwohl bei uns in Deutschland die Industrie gefühlt mehr und mehr abstirbt. Okay, wenn du noch sehr konservativ oder misstrauisch bist, dann kein Problem. Du kannst in Schweizer Aktien investieren, die den SMI um 200% outperformen und langfristig mehr als 12% Rendite pro Jahr generieren. Also es gibt mehr als genug Strategien und Ideen, aber leider zu wenig Geld für alle. Das spreche ich von mir. So, dann lass uns mal schauen, wie meine erste ausgewählte Techstars-Strategie mit dem Fokus auf Tech-Aktien im Dezember so performt hat. Diese Strategie ist, das muss ich schon sagen, für harte Nerven, weil die Titel extrem teuer bewertet und sehr volatil sind. Das siehst du zum Teil auch hier rechts am KGV. Aber die KI sieht da irgendwie immer Potenzial und so haben die Techstars mit fast 30% pro Jahr performt. Hier die weiße Linie ist quasi der S&P 500 und die gelbe sind die Techstars. Nicht übel, oder? So, ich scroll einfach mal runter, um dir zu zeigen, welche Werte ausgetauscht wurden. Qualys mit über 7% Verlust raus, Qualcomm und Adobe wurden mit einstelligem Gewinn verkauft, Entegris sogar mit 10% Rendite, neu dabei sind Microchip, Teradyne, Ciena Corp und Insight Enterprises. Zu den anderen 11 Werten aus der Strategie hat die KI gesagt, alles behalten. Mehr dazu will ich auch gar nicht sagen, weil ich alle Titel schon vorher verkauft habe. Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen geschummelt. Aber im letzten Video habe ich dir es auch gesagt. Falls eine Aktie schnell und krass steigen sollte, nicht warten und den Gewinn einfach mitnehmen. Und da ich den Broker für das Projekt wechseln wollte, habe ich alles mit einem sehr schönen und schnellen Gewinn verkauft. Und diesen Gewinn zeige ich dir jetzt ganz transparent. Bei allen Werten war ich mit etwa 250 bis 300 Euro investiert. Amcor Technology ging mit 18% Rendite und einem halben Euro Dividende raus. Also fast 50 Euro Gewinn. Entegris habe ich mit 21% bzw. fast 56 Euro Gewinn verkauft. Onto Innovation 13% Rendite bzw. 30 Euro Nettogewinn. Qualcomm 7%
7% Kursgewinn plus 1,50 Dividende macht 16 Euro netto. Teradata plus 5,5% oder 10 Euro Nettogewinn. Adobe plus 5,7% und 11 Euro netto. Checkpoint Software knapp plus 1% und 4 Euro. NetApp plus 2,6% und über 12 Euro Nettogewinn. Plus die 1,30 Dividende nicht vergessen. Qualys plus 3% Gewinn oder 4,80. On Semiconductor mehr als 13% oder 28 Euro Nettogewinn. OpenText mit 2% Verlust verkauft, aber da gab es über 2 Euro Dividenden zwischendurch, daher ist der Verlust minimal. Canadian Solar mit satten plus 23% und 45 Euro netto verkauft. Leider habe ich hier zu lange gewartet, weil die Aktie im November sogar mit über 50% im Plus stand, aber da habe ich gezögert. Das war mir auch eine kleine Lehre, größere Gewinne sofort mitnehmen und nicht ewig abwarten. Autodesk habe ich kurz vor der Depotauflösung mit 2,4% und knapp 5 Euro Verlust verkauft und Zebra Technologies wurde als größter Loser mit fetten 12% oder über 40 Euro Verlust rausgeschmissen. Als ich im letzten Video die neuen Werte gekauft habe, hatte ich dir ja mein Bauchgefühl gesagt. Also ob die Aktie eher steigt oder fällt. Und hier ist das Ergebnis. 6-mal richtig und 4-mal falsch. Dafür, dass ich mir die Unternehmen gar nicht im Detail angeschaut habe, ist das gar nicht mal so schlecht, oder? Wenn wir uns den Monat Dezember anschauen, dann hat das KI-Depot durch meinen früheren Abverkauf 4,9% Rendite geschafft. Wenn ich auch die letzten paar Werte schon am 11.12. verkauft hätte, hätte ich sogar 5,6% Gewinn rausholen können. Aber ja, ich habe auch keine Glaskugel. Aber immerhin, ich habe nachgerechnet, ich habe aus ca. 4.000 Euro investiertem Kapital 222 Euro Nettogewinn gemacht. Das macht, wenn man die Gebühren mal weglässt, eine Rendite von 5,5% aus. Und wie du hier sehen kannst, mein Hauptdepot und die S&P oder FTSE All World ETFs sind bei plus minus 0 rausgekommen. Hier kann ich also sagen, der Dezember lief deutlich besser als der November. Und ganz blöd gesagt, wenn du im Dezember eingestiegen wärst, hättest du dein Investing pro Jahresabo direkt wieder im Portemonnaie drin. Also wenn du noch einen starken Aktienscreener brauchst und auch mit den KI-Strategien ein bisschen selbst spielen möchtest, aktuell laufen noch gute Rabattaktionen und mit dem Code HOME15 bekommst du nochmal 15% zusätzlich obendrauf, beziehungsweise insgesamt 70% Rabatt kriegst du. Den Link packe ich dir unten in die Videobeschreibung. So, von Anfang an und in jedem Video habe ich dir über die Stolpersteine berichtet, also über die Probleme, die meine Rendite aufgefressen haben. Und endlich habe ich für alle meine Gebete eine Lösung gefunden. Der XTB Broker. Ja, für Nicht-Trader sieht das auf den ersten Blick vielleicht etwas überwältigend aus, ich weiß. Aber keine Angst, ich zeige dir nachher alles ganz kurz und dann wird das auf einmal alles total simpel. Lass uns mal kurz alle Probleme durchgehen, die ich bei Neo-Brokern wie Scalable, Trade Republic, Smart Broker Plus, aber auch bei dem Dinosaurier Consorsbank im Laufe des Projekts festgestellt habe. Problem 1, Ordergebühren. Schau mal hier bei Parkett. Ich habe in 3 Monaten ganze 50 Euro an Ordergebühren bezahlt. Das ist fast genauso viel, wie ich insgesamt netto verdient habe. Klar, wenn du jeden Monat 15 Aktien kaufst und wieder verkaufst, dann wird dein Gewinn von den Gebühren komplett aufgefressen. Bei XTB zahlst du bis zu einem Umsatz von 100.000 Euro pro Monat gar nichts, also 0. Erst wenn du drüber bist, kommen 0,2% Kommission oder mindestens 10 Euro drauf. Aber so viel trade ich im ganzen Jahr vielleicht nicht. Also Haken dran. Problem 2, Mindestorder. Das zweite Problem war zum Beispiel bei Scalable im Prime Plus für 5 Euro im Monat, dass unter 250 Euro pro Order wieder Gebühren anfallen. Das heißt, unter 250 Euro pro Order hat sich die ganze KI-Geschichte gar nicht gelohnt. Man kann also gar nicht mit kleineren Summen arbeiten, um eine KI-Strategie erstmal nur ein bisschen zu testen. Da bei XTB bis 100.000 Euro Umsatz pro Monat alles 0 Euro pro Order kostet, ist es gar kein Problem, eine KI-Strategie mit nur wenigen 100 Euro zu fahren. Top! Problem 3, Bruchstücke. Eigentlich das blödeste Problem, das ich bei Scalable hatte. Ich konnte einfach nicht alle 15 Aktienpositionen gleichmäßig gewichten. Also zum Beispiel genau 250 Euro pro Position. Einfach weil eine Aktie vielleicht 100 Euro und die andere 300 Euro kostet. Und so musste ich entweder Ordergebühren zahlen, weil unter 250 Euro, oder eben eine Aktie für 300 Euro kaufen. Und dann war die Gleichgewichtung nicht mehr gleichgewichtet. Hier bei XTB kann man das endlich in Bruchstücken kaufen. Du kannst hier einfach zum Beispiel $250 angeben, auf den grünen Button klicken und voila,
Hier ist mein Investitionsbetrag und hier sehe ich die Teilstücke. Nachdem ich auf Bestätigen klicke, wird mein Kauf ausgeführt und die Position hier unten angezeigt. Also alles easy. Problem 4, Aktienauswahl. Wenn du meine vorherigen Videos anschaust, wirst du feststellen, dass ich immer wieder eigentlich große Unternehmen bei keinem der Neobroker finden könnte. Die waren dort einfach nicht gelistet. Zum Beispiel SanDisk-Aktie, die durch KI ausgewählt wurde und super gelaufen ist, die gab es bei Scalable oder Trade Republic einfach nicht. Und die Rakete habe ich verpasst. Und auf XTB, wappa, da ist sie. Direkt an der New Yorker Börse handelbar. Übrigens, mit diesem Button hier kannst du den Chart öffnen. Wenn du auf den Info-Button gehst, bekommst du Infos zum Unternehmen, also was die Firma eigentlich macht. Hier unten sieht man übrigens das Limit und die Konditionen. Ich kann in diesem Monat also noch für 95.000 Euro kostenlos kaufen und verkaufen. Dann Infos zu den Dividenden, Ratings und unter Finanzen die üblichen Kennzahlen wie Umsatz, je Aktie, IPS oder unten die operative Marge. Auf der Startseite kann man, glaube ich, bis zu 4 Depots anlegen und sagen, du bist ein Depot in Euro, du in US-Dollar und du in Schweizer Franken. Dann kann man an den jeweiligen Börsenplätzen direkt in der Währung traden und spart sich die Wechselgebühren. Geil, oder? Direkt ein Tipp für dich. Wenn du direkt auf das US-Dollar-Depot einzahlst, sparst du die 0,5% Wechselgebühr zwischen deinem Euro- und US-Dollar-Depot. Ich habe das leider zu spät erfahren. Problem 5, Steuern. Da dieses Rebalancing einmal im Monat passiert und es sowohl Gewinner als auch Loser-Aktien gibt, ist es echt blöd, wenn deine Gewinne oder Verluste direkt versteuert werden. Ich habe da super schnell den Überblick verloren, was ich wirklich netto verdient habe. Hier bei XTB werden die Abgeltungssteuern weder bei Gewinnen noch bei Dividenden direkt abgezogen. Das heißt, du arbeitest ganz normal mit den Bruttobeträgen weiter. Und jetzt pass auf, das ist eigentlich der absolute Gamechanger für deinen Zinseszinseffekt. Dadurch, dass das Geld, das eigentlich direkt ans Finanzamt gehen würde, das ganze Jahr über in deinem Depot bleibt, arbeitet es einfach für dich weiter. Du generierst also Rendite auf Geld, das dir eigentlich gar nicht mehr gehört. Wie zahlst du dann Steuern? Ganz einfach, im Folgejahr bekommst du von XTB ein PDF mit deinen endgültigen Gewinnen. Diesen Betrag trägst du einfach in deine jährliche Steuererklärung ein und so zahlst du die Steuern aber erst viel später. Das finde ich persönlich eine super Sache, weil man so mit größeren Summen noch mehr Geld rausholen kann. Und falls du das Geld nicht sofort brauchst, dann kann es einfach im Depot liegen und über 2% Zinsen kassieren, die XTB sogar täglich überweist. Super, oder? So, ich habe bis jetzt die Techstars-Strategie gefahren, aber jetzt wollte ich etwas Neues ausprobieren. Ich habe auf etwas weniger volatile Value-Vault-Strategie gesetzt mit 20 ziemlich sexy bewerteten Aktien. Wie du hier sehen kannst, hat diese Strategie ebenso solide 22-23% Rendite pro Jahr geschafft und somit den S&P 500 deutlich outperformt. Wenn man hier auf Portfolio klickt, sieht man die 20 Werte. Und ich muss sagen, anhand des Fair Value haben die meisten wirklich viel Potenzial nach oben und viele davon schütten sogar eine Dividende aus. Das siehst du hier in der Spalte. Aber es gibt wieder ein Problem. Und ich habe mich schon bei Investing ein bisschen beschwert. Diese Aktie hier, B-Communication, ging zwar direkt am 2. Januar um 30% im Kurs hoch, aber diese israelische Aktie kann man bei fast keinem Broker kaufen. Also echt sinnlos. Und ich finde, dieses Unternehmen passt gar nicht mal wirklich zu der Strategie hier. Aber naja, so ist es halt. Aber lass uns mal die neue Titel in der XTB-App anschauen. Die finde ich unter meine Trades. Insgesamt habe ich 5.000 US-Dollar in 20 Titel investiert, also 250 US-Dollar pro Position und die gehen wir jetzt ganz schnell durch. ICOM, Amgen, Bristol Myers ist auch in meinem Hauptdepot drin, Booz Allen Hamilton, Buckle, Checkpoint Software, Core & Main, Exelixis, Expedia, Harmonetics, Equia oder wie man das ausspricht, Contour Brands, Lamp Weston, NetApp, OpenText als Ersatz für B-Communication, Oshkosh, lustiger Name, Qualys, Teradata, United Health habe ich auch in meinem Depot und Victoria's Secret. Ich bin also sehr gespannt, wie diese performen werden. Wenn ich aber nochmal zurückspringe, es gibt bei XTB ein cooles Feature, Aktien schenken. Einfach oben rechts auf das Profil gehen, auf das Geschenk senden klicken, jetzt auf Verschenken und dann kannst du eine ganze Aktie oder ein Teilstück aus deinem Depot wählen, die du an Freunde oder Familie verschenken willst. Einfach mal als Abwechslung. Zum Beispiel Expedia für $25
und fertig. Dann einfach den Link an die Person senden und sie kann die Aktie in ihrem XTB-Depot erhalten. Ich kann mir vorstellen, dass ich nach x Jahren meinem Sohn auch so ein Depot eröffnen und ihm ab und zu mal eine interessante Aktie schenke, um ein bisschen das Interesse am Investieren zu wecken. Oder ich mache in naher Zukunft mal ein Gewinnspiel mit euch und verlose eine Aktie. Was sagst du dazu? Ein Like unter dem Video heißt ja. Und zum Schluss eine Bitte an dich. Falls du jetzt sagst, ja, den XTB Broker brauche ich unbedingt für meine KI-Strategie auch, oder du willst einfach keine Ordergebühren mehr zahlen, dann registriere dich bitte über den Link in der Videobeschreibung. Das kostet dich nichts extra, aber damit kannst du den Kanal so ein bisschen unterstützen. Ich danke dir. So mein Freund, das war das Update zum KI-Depot. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Vergiss nicht ein Feedback zu der ganzen KI-Geschichte zu schreiben oder die Antwort auf die Community-Frage als Kommentar zu hinterlassen. Danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.